Eine Kundin kam zu mir, 35 Jahre alt, sie ist privat versichert und hat mich auf das Thema Kinderwunsch angesprochen. Was, wenn sie das auf natürlichem Wege nicht schaffen? Sie dachte, sie ist abgesichert für so einen Fall, aber das ist der Plot-Twist, das war sie leider nicht. Ihr Tarif, in dem Fall der Primo-Tarif von der Hallischen, deckt keine Kinderwunschbehandlung ab. Und das Verrückte dabei ist, das wusste sie gar nicht vorher. Denn ihr vorheriger Berater hat sie nie darauf hingewiesen. Und wir haben das zum Glück entdeckt, bevor sie sich in der Kinderwunschklinik saß und die erste Rechnung auf dem Tisch lag. Und sie ist kein Einzelfall. In diesem Video zeige ich dir, was deine Versicherung bei künstlicher Befruchtung wirklich zahlt, egal ob GKV oder PKV, und was die meisten dabei übersehen. Und welche 5 Fehler dich richtig Geld kosten können. Also bleib dran und besonders Punkt 4 und 5 kennt fast niemand. Was ist künstliche Befruchtung? Bevor wir über Geld und Versicherung reden, lass uns doch kurz klären, worum es hier eigentlich geht. Denn Real Talk, Kinderlosigkeit an sich ist medizinisch gesehen keine Krankheit. Aber die organische Ursache dafür, also die Unfruchtbarkeit und in unserer Fachkreisen Infertilität genannt, die ist es. Und deshalb fällt die Behandlung grundsätzlich unter dem Versicherungsschutz, sowohl in der GKV als auch in der PKV. Aber wie groß ist das Thema überhaupt? Jedes 6. Paar in Deutschland kann seinen Kinderwunsch nicht auf natürlichem Weg erfüllen. Über 130.000 Behandlungszyklen gibt es pro Jahr. Und jetzt kommt natürlich die hoffnungsvolle Nachricht, über 430.000 Kinder, die es ohne Reproduktionsmedizin nicht geben würde. Und das ist kein Randthema, das ist die tatsächliche Realität. Es gibt 3 Hauptmethoden, also kurz und schmerzlos. Die erste Methode ist die Insemination. Also aufbereitete Samenzellen werden direkt in die Gebärmutter übertragen. Also das ist die schonendste Methode, wird oft als erstes versucht. Die zweite Methode, IVF oder IVF, ist die In-vitro-Fertilisation. Das bedeutet, Eizellen werden entnommen und im Labor mit Spermien zusammengebracht. Und bei erfolgreicher Befruchtung werden die Embryonen zurück in die Gebärmutter übertragen. Die dritte Methode ist die ICSI oder ICSI. Ein einzelnes Spermium wird direkt in die Eizelle injiziert. Das ist die häufigste Methode, wenn die Ursache beim Mann liegt. Und welche Methode für dich in Frage kommt, hängt vom individuellen Fall ab. Aber eines haben alle 3 gemeinsam, sie kosten Geld und auch nicht wenig. Und jetzt sind wir damit auch beim entscheidenden Punkt. Lass uns konkret über Zahlen reden. Also pro Behandlungszyklus. Eine Insemination liegt in der Regel zwischen 800 bis 900 Euro. Plus Hormone, falls nötig. Eine IVF oder IVF, also die Befruchtung im Labor, kostet 3.000 bis 3.600 Euro. Und eine ICSI, also eine ICSI, die aufwendigste Methode, liegt zwischen 3.700 Euro und 6.900 Euro pro Versuch. Plus Medikamente, die nochmal 4.000 bis 1.500 Euro kosten können. Und jetzt der Punkt, den viele unterschätzen. Oft reicht ein Versuch nicht, denn die Schwangerschaftsrate pro Embryotransfer liegt aktuell bei rund 30%. Das heißt, die Chancen stehen gut, aber eben nicht beim ersten Mal. Die gute Nachricht allerdings, kumuliert also über mehrere Versuche, liegt die Chance bei Frauen unter 34 Jahren nach 4 Transfers bei über 80%. Zwischen 35 und 39 Jahren werden 2 von 3 Frauen schwanger und ab 40 ist es immer noch jede dritte. Aber jeder Versuch kostet. Rechne realistisch mit 10.000 bis 20.000 Euro für eine erfolgreiche Behandlung. Das ist bekannterweise ein Kleinwagen und deshalb ist die Frage, wer das bezahlt, so entscheidend. Fangen wir mit der gesetzlichen Krankenversicherung an und ich sage es direkt, die GKV hilft, aber mit angezogener Handbremse. Denn die GKV übernimmt grundsätzlich 50% der Kosten. Das klingt erstmal okay, aber, und jetzt kommen die Haken. Haken Nummer 1, du musst verheiratet sein. Ein unverheiratetes Paar, Pech gehabt. Zumindest was die GKV angeht. Haken Nummer 2, die Altersgrenzen. Die Frau muss zwischen 25 und 40 sein. Der Mann hingegen zwischen 25
und 50 Jahren. Ein Tag nach dem 40. Geburtstag, keine Leistung mehr. Haken Nummer 3, maximal 3 Versuche. Beim 4. bist du Selbstzahler, komplett. Haken Nummer 4, nur die eigenen Ei- und Samenzellen und nur bestimmte Methoden. Und noch ein Punkt, den viele nicht kennen, in der GKV gilt das sogenannte Körperprinzip. Das heißt, jede Kasse zahlt für die Behandlung am eigenen Versicherten, nicht für den Partner. Und jetzt muss man auch fair sein, denn manche gesetzliche Kassen zahlen freiwillig mehr als die gesetzlichen 50%. Und es gibt in einigen Bundesländern Förderprogramme vom Bund und Land, die deinen Eigenanteil nochmal senken können. Den Link zum Fördercheck findest du wie immer in der Beschreibung. Die Bottomline ist, die GKV zahlt, wenn du ins Raster passt. Verheiratet, im richtigen Alter, nicht mehr als 3 Versuche und dann auch nur die Hälfte. Wenn du nicht reinpasst, stehst du in der Regel alleine da. Und jetzt zur privaten Krankenversicherung. Und hier wird es richtig spannend, weil die PKV in diesem Bereich deutlich anders tickt. In der PKV gilt das Verursacherprinzip. Das bedeutet, wenn die Ursache der Unfruchtbarkeit bei dir liegt, also bei der privat versicherten Person, dann übernimmt deine PKV die gesamten Behandlungskosten. Auch die, die bei deinem Partner oder deiner Partnerin anfallen. Das ist der größte Unterschied zur GKV. Nicht Körperprinzip, sondern Verursacherprinzip. Und jetzt kommt es noch besser. Bis zu 100% Kostenübernahme, tarifabhängig natürlich. Und das ist aber wichtig. Keine starre Altersgrenze und der Bundesgerichtshof hat mehrfach klargestellt, entscheidend ist nicht dein Alter, sondern ob eine realistische Chance besteht, mindestens 15% Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das kann auch mit über 40 noch der Fall sein. Also keine pauschale Begrenzung auf 3 Versuche. Solange die Prognose stimmt, besteht Anspruch. Und für viele, überraschend, auch für unverheiratete Paare. Die meisten PKV-Unternehmen erstatten auch ohne Trauschein. Aber, und jetzt kommt der schroffe Panna-Moment, nicht jeder PKV-Tarif deckt Kinderwunschbehandlung ab. Und das muss man ganz klar sagen. Es gibt Tarife, auch bei namhaften Gesellschaften, die das explizit ausschließen. Nehmen wir dieses Beispiel. Bei der Hallischen gibt es diesen Primo-Tarif, den ich vorhin genannte, der das nicht drin hat. Allerdings der NK Select Bonus, der hat dies wiederum mit drin. Gleiches Spiel bei der ARAG. Die K-Tarife oder die K-Serie nicht enthalten. Der Medbest voll abgedeckt. Die Wahrheit ist, der Teufel steckt nicht in der PKV an sich, sondern im Tarif. Und genau deshalb reicht es nicht einfach, irgendeine PKV zu haben. Du musst wissen, was in deinem Vertrag steht. Jetzt wird es nochmal ein Stück komplizierter, allerdings sehr, sehr wichtig. Also was passiert, wenn einer von euch in der GKV ist und der andere in der PKV? Und das betrifft ziemlich viele Paare. Szenario A, der bessere Fall. Also die Ursache der Unfruchtbarkeit liegt beim PKV-Versicherten. Dann greift wieder, wie wir vorhin gelernt haben, das Verursacherprinzip. Also die PKV übernimmt alles. Auch die Behandlung des GKV-Partners. Das ist der beste Fall. Szenario B, der etwas schwierigere Fall, die Ursache liegt beim gesetzlich Versicherten. Dann zahlt die GKV nur 50% für die Behandlung am eigenen Versicherten. Die Kosten, die am PKV-Partner anfallen, die bleiben oft an euch hängen. Was tun? Frühzeitig mit beiden Versicherungen sprechen und prüfen, ob euer Bundesland Zuschüsse bietet. Das kann den Eigenanteil nochmal deutlich senken. Und ganz wichtig, der GKV-versicherte Partner sollte zuerst seine Ansprüche geltend machen, denn die verbleibenden Kosten kann man dann, je nach Tarif, die PKV des Partners übernehmen. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der dieses Video von den anderen auch unterscheidet, denn 5 Fehler, die ich in meiner Praxis als digitaler Versicherungsbroker immer wieder sehe und die leider richtig teuer werden können. Fehler Numero 1, den Tarif nicht geprüft, bevor es akut wird. Und genau das ist bei meiner Kundin passiert. Sie ist privat versichert, alles gut, dachte sie. Erst als das Thema Kinderwunsch konkret wurde und wo man sich da Gedanken macht, haben wir dann gemeinsam festgestellt, hey, der Tarif deckt es nicht mal ab. Stell dir vor, du sitzt in der Kinderwunschklinik und erfährst dort oder später, dass dein Tarif nicht zahlt. Und das ist der falsche Moment für diese Erkenntnis. Deswegen prüf deinen Tarif jetzt, nicht wenn es soweit ist. Fehler Nummer 2, zu spät über die PKV nachdenken.
Wenn du in der GKV bist und überlegst, ob ein Wechsel in die PKV Sinn macht, dann ist der Zeitpunkt entscheidend. Warum? Weil es in der PKV Gesundheitsfragen gibt. Und wenn du bereits aktiv versuchst, schwanger zu werden oder sogar schon eine Diagnostik läuft, dann steht das in den Gesundheitsfragen drin. Das kann zu einem Leistungsausschuss führen oder sogar direkt zu einer Ablehnung. Und hier wird es nochmal knifflig, denn die Gesundheitsfragen sind bei jeder Gesellschaft anders formuliert. Es gibt keinen Standard. Deshalb brauchst du jemanden, der die Fragen kennt und weiß, welche Gesellschaft wie fragt. Und der beste Zeitpunkt für den PKV-Wechsel ist, bevor du beim Arzt warst. Fehler Nummer 3, nur auf den Preis schauen. Der günstigste PKV-Tarif ist in der Regel nicht der beste. Er ist der günstigste oder der billigste. Und das ist ein immenser Unterschied in dem Bereich. Ich sage es gerne nochmal, richtig versichert statt falsch gespart. Der billigste Tarif bringt dir nichts, wenn er im Ernstfall nicht zahlt. Und der Plot-Twist, genau die Tarife, die bei der Kinderwunschbehandlung nicht leisten, sind auf die, die auch an anderen Stellen Leistungslücken haben. Also Stichwort ambulante Psychotherapie, Heilmittel, Vorsorge etc. pp. Fehler Nummer 4, nur auf die Kinderwunschbehandlung schauen. Und jetzt der Punkt, den die meisten komplett übersehen. Kinderwunsch ist nicht nur die Befruchtung. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, den dein Tarif auch abdecken sollte. Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere, zusätzliche Ultraschalls, Pränataldiagnostik, nicht in jedem Tarif voll enthalten. Das richtige Krankentagegeld und die richtige Karenzzeit für die Mutterschutzzeiten, besonders relevant, wenn du selbstständig bist. Entbindungspauschalen, Einbettzimmer bei der Entbindung, Hebammenleistungen. Das sind auch alles Punkte, die du in der Regel jetzt prüfen solltest, nicht erst, wenn der Mutterpass da liegt. Fehler Nummer 5, die Beitragsfreiheit bei Elternzeit nicht bedenken. Wenn ein Elternteil in Elternzeit geht und kein oder wenig Einkommen hat, dann wird der PKV-Beitrag plötzlich zur Belastung. Und manche Tarife bieten dir eine Beitragsbefreiung oder Reduzierung in der Elternzeit an und andere eben nicht. Und als Selbstständige hast du keine Elternzeit im klassischen Sinn. Du musst genau planen, wie du dein Krankentagegeld und deine Beiträge in den Griff bekommst. Also das Ganze muss zusammenpassen. Nicht nur der eine Baustein, Kinderwunsch, sondern auch das Gesamtbild. Und genau das ist der Punkt, warum es sich lohnt, das mit jemandem durchzugehen, der deinen Tarif und deine Situation auch wirklich gut kennt. So, lass mich nochmal zusammenfassen. Also, die GKV hilft bei Kinderwunsch, aber mit sehr strengen Bedingungen. Verheiratet, im richtigen Alter, maximal 3 Versuche, 50% Übernahme. Die PKV hingegen kann bis zu 100% übernehmen. Keine starren Altersgrenzen, keine Begrenzung auf 3 Versuche, auch für unverheiratete Paare. Aber nur, wenn dein Tarif das auch hergibt. Und dein Tarif muss nicht nur bei der Befruchtung stimmen, sondern beim Gesamtpaket Familie. Und wenn du jetzt wissen möchtest, ob dein Tarif Kinderwunschbehandlung auch abdeckt oder ob ein Wechsel für dich sinnvoll ist, in der Beschreibung findest du den Link zu unserem kostenlosen PKV-Orientierungsgespräch. 15 Minuten unverbindlich und persönlich. Und falls du dich erstmal in Ruhe informieren möchtest, was die private Krankenversicherung für dich bedeuten kann, den Link zu unserer Infoseite findest du ebenfalls in der Beschreibung. Ich bin Panna von GoBroker, deinem digitalen Versicherungsbroker. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, lass gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal. Wir machen hier regelmäßig Deep Dives zu genau solchen Themen. Bis zum nächsten Video. Bis dann.